Schönen guten Morgen. Es ist gerade kurz nach 6. Wir sind gerade auf dem Weg zum Zentrum, weil es heute nach Machu Picchu für uns geht. Und wir sind sehr aufgeregt, vor allem, weil wir noch keine Tickets haben. Eigentlich muss man die ja Monate im Voraus buchen, aber wir werden da jetzt hinfahren und versuchen da reinzukommen. Wir haben zwar noch keine Tickets für Machu Picchu, aber wir haben schon Bustickets. Nach langem Suchen gestern im Zentrum haben wir Hin- und Rückfahrt bekommen. Und heute ist Montag, heute geht's hin und Mittwoch geht's dann wieder zurück. Und kann ich direkt zum Machu Picchu fahren? Das ist alles ein bisschen komplizierter. Und zwar werden wir gleich in den Bus steigen nach Hidroelectrica. Von dort aus werden wir 2 bis 3 Stunden über die Schienen laufen zu dem Machu Picchu Dorf, auch genannt Aguas Calientes. Und von dort aus können wir dann theoretisch morgen etwa 1 Stunde, 1,5 Stunden hochwandern. Wir haben gestern Nacht noch ganz spontan eine Unterkunft gebucht für 11 € zusammen. Und da wir gehört haben, dass Aguas Calientes etwas teuer sein soll, klar, auch wegen Tourismus, haben wir uns für 3 Tage jetzt Essen mitgenommen. Also wir haben uns Brötchen geschmiert, ein bisschen Haferflocken, ein bisschen Obst mitgenommen, ein bisschen Gemüse. Und wir zeigen euch damit, wie man günstig und relativ spontan nach Machu Picchu kommt. Wir sind aufgeregt! Wir freuen uns unglaublich doll. Das wird gut, das wird gut. Aber hoffentlich klappt alles. No te olvides, cuando regreses, Sí, jetzt 2 de la tarde, gute Reisen, viel Glück. Oi, oi, oi. In Bavaria, Servus. Schon abstürzen. meine Güte, das wird alles hier ein bisschen einfach. Es gibt Gurte, die funktionieren. Das ist auf jeden Fall nicht immer in Südamerika. Also deswegen wir sind angeschnallt. Keine Ahnung, ob das was hilft. Aber das Gefühl. Vor 10 Minuten sind wir in Hidroelectrica endlich angekommen. Die Fahrt war teilweise sehr, sehr anstrengend für uns. Wir mögen es gar nicht, so in Bergen direkt neben dem Abgrund des Todes irgendwie lang zu fahren. Und jetzt gibt es erstmal Mittagessen bei uns und dann geht's gleich los ins Machu Picchu Dorf, den Schienen entlang. Da hinten sieht man den Zug. Den kann man auch nehmen, um dorthin zu fahren. Aber wir entscheiden uns, diese Schienen lang zu laufen. Entlang des Schienen zu laufen ist auf jeden Fall gar nicht so anstrengend. Es ist sehr, sehr eben. So eins der ersten Male, die wir in Peru erleben, dass es ebene Strecken gibt. Und man sieht auch immer mal andere Leute, die die Schienen lang laufen. Also wir sind nicht die Einzigen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Der rote Faden, der sich heute durch den Tag zieht, ist, dass wir bei vielen Sachen dachten, dass sie einfacher laufen. 10 Kilometer ist halt echt weit. Fuck. Ist okay, ist okay. Oh, ich will endlich angucken. Da drinnen hätten wir sein können. Aber dafür haben wir die schöne Aussicht. Die
Die Gleise haben wir soeben verlassen. Wir sind jetzt auf einem Schotterweg. Angeblich sind es noch 1,5 Kilometer. Und dann wird es ja spannend, weil wir noch gar kein Ticket für morgen für das Machu Picchu haben, wie wir das organisieren. Es bleibt spannend. Drückt uns die Daumen. Da hinten sehe ich Lichter. Okay, geil. Ich habe es mir nicht eingebildet. Jetzt kommt die zweite Aufgabe. Jetzt müssen wir noch Tickets organisieren. Dann zu unserer Unterkunft. Okay, let's go. Kurzer Planwechsel. Wir sind am Hostel vorbeigelaufen und haben erstmal eingecheckt. Und jetzt kümmern wir uns um die Tickets. Wir sind jetzt gerade am Marktplatz und haben gehört, dass es die Tickets für Machu Picchu im Centro Cultural geben soll, was hier in der Nähe ist. Theoretisch sollte das jetzt funktionieren, dass wir hier die Tickets kaufen. Mal gucken. Wir haben jetzt ein Ticket bekommen und die Leute drehen ein bisschen schon durch. Wir wissen noch nicht so richtig, was mit diesem Ticket passiert und wie viele Tickets es noch gibt. Mal schauen. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Ich kann es noch gar nicht glauben, es hat wirklich alles geklappt. Wir haben die Tickets für morgen um 11, genauso wie wir es haben wollten. Super. Yes. Ja. Dieses Dorf hier, Machu Picchu, wirkt total unwirklich. Wir sind die ganze Zeit durch super schöne Natur gelaufen, nichts, und wenn da mal so ein ganz kleines Dörfchen und so. Und jetzt sind wir in Las Vegas. Fast mystisch aufgebaut, mitten im Nirgendwo. Abgefahren, richtig abgefahren. Ja. Aber wir freuen uns so auf morgen. Schönen guten Morgen. Wir sind jetzt gerade beim Frühstück. Wir haben das ja alles inklusive bekommen, also mit dem 11 € pro Nachtpreis. Es ist super. Und wir sind richtig aufgeregt. Unser Timeslot ist um 11 Uhr. Jetzt sind wir auf dem Weg und werden irgendwo da oben lang gehen. Und ich bin super aufgeregt. Timo hat ein bisschen Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege, weil ich mich so doll freue. So, aber es ist halt wirklich so ein Kindheitstraum. Aber es wird alles gut gehen. Ansonsten kann mich Timo bestimmt wieder beleben. Aha, legen wir es bitte nicht drauf an. Genauso wie gestern. Ist doch ein bisschen anstrengender, als wir dachten. Ja, anstrengender. Wir haben das Gefühl, dass wir es fast geschafft haben. Die Schweißperlen, ich weiß nicht, ob man die sieht, die sind da. Es ist real. Und gleich werden wir sehen, ob wir es geschafft haben. Nein! Es ist eine Straße. Und da kommt doch gleich der Bus. Aber den nehmen wir nicht. Wir schaffen den Rest auch noch. Gleich sind wir da. Die letzten Meter. Uns kommen sehr viele Leute entgegen von oben, aber von unten kommt fast niemand. Gerade wurden wir gefragt, ob wir Wasser brauchen, weil wir, glaube ich, sehr fertig aussehen. Kann man schon mal machen. Also ich fühle mich irgendwie sozusagen underdressed, aber nur weil wir so krass verschwitzt sind, alle hier so on top aussehen. Sieht man aber gar nicht so doll in der Kamera. Nicht in der Kamera. Wir sind gerade durch die Ticketkontrolle. Jetzt geht's los. Oh, ich kann es gar nicht glauben. Ich auch nicht. Naiverweise dachten wir, dass es mit den Treppen aufhört. Aber wir sind da. Alles ist gut. Das hätten wir niemals gedacht, dass wir in unserem Leben irgendwann hier sein werden. Wir sind einfach nur glücklich. Es ist beeindruckend. Es ist so beeindruckend. Wow. Wow.
Klar, das Machu Picchu ist super, super touristisch, aber wir finden, dass das tut dem Ort wirklich gar keinen Zacken aus der Krone bricht, weil es halt einfach unglaublich schön ist. Verständlich, dass so viele Menschen das genießen wollen, wie wir halt auch. Und trotzdem bleibt es einzigartig. Dann gibt es aber auch im Machu Picchu solche Orte, die nicht überlaufen sind. Wir sind jetzt hier an einem Abhang und gehen zur Inka-Brücke. Und hier ist halt gerade niemand. Ja. Mit dieser Aussicht jetzt essen wir unsere Schnitte. So, wir gehen jetzt da runter ins Machu Picchu Dorf. Lama im Machu Picchu sein, ist bestimmt auch nicht schlecht. Guter Job. Guter Job, hier sich um die Grünflächen zu kümmern. Es hört halt nicht auf, geil zu sein. Gerade sind wir auch hier fast komplett alleine. Es ist auch nochmal ein Vorteil, wenn man das ohne Tour macht. Du kannst komplett selber bestimmen, wie lange du irgendwo bleibst. Das Wetter ist Bombe. Uns wurde von unserer Gastgeberin gesagt, macht das um die Mittagszeit herum, bleibt lieber einen Tag länger, weil morgens sah es auch heute nicht gut aus. Genau, das hat dann immer alles bewölkt, meinte sie morgens. Und wir haben perfekt Sonne. Hammer. Es ist so schön. Es ist so schön. Wir sind Machu Picchu Mäuse. Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Wir verlassen Machu Picchu jetzt und ich bin ein bisschen traurig, aber es war super schön und es hat sich gelohnt. Hat sich sowas von gelohnt. Ja, aber es ist schade, dass man jetzt gehen muss. Na gut, dann geht's jetzt schnell zurück. Und hier kommt jetzt unsere Zusammenfassung von unserem Ausflug nach Machu Picchu. Wir waren an einem Wochentag in der Hauptsaison in Machu Picchu. Die Hauptsaison liegt in der Trockenzeit, welche von April bis September ist. Die Fahrt von Cusco nach Hidroelectrica dauerte etwa 6 Stunden. Auf dem Hinweg gab es 3 Pausen, auf dem Rückweg gab es 2 Pausen. Die Fahrt war teilweise sehr, sehr holprig, deswegen sollte man unbedingt schwindelfrei sein. Der Fußweg den Schienen entlang von Hidroelectrica nach Aguascalientes dauerte bei uns etwa so 2,5 Stunden. Wichtig zu erwähnen, unbedingt Mückenspray mitnehmen, weil wir wurden super, super krass zerstochen. Für die Wanderung von Aguascalientes hoch zu Machu Picchu brauchten wir 1,5 Stunden und es ging nur bergauf. Das war echt anstrengend. Unsere Unterkunft haben wir erst eine Nacht vorher gebucht über die Website agoda.com. Und das Hostel, in dem wir geschlafen haben, hieß Chasqui. Für den Besuch des Machu Picchus empfehlen wir eine Uhrzeit ab etwa 11 Uhr. Denn in der Region ist es morgens und vormittags sehr, sehr oft sehr stark bewölkt. Das Ticket für den Eintritt für Machu Picchu haben wir erst einen Tag vorher in Aguascalientes im Zentrum gekauft. Und zwar auch erst 19 Uhr und es war Hauptsaison. Das heißt, es ist möglich. Und die Schlange war auch gar nicht so lang und am nächsten Tag haben wir gar keine Schlange dort gesehen. Vielleicht könnt ihr einfach einen Tag länger einplanen, falls euch das zu ungewiss ist. Aber bei uns hat es alles super geklappt. Das Essen in Aguascalientes ist relativ teuer. Deswegen haben wir beschlossen, uns unsere Verpflegung selber mitzunehmen. Dafür haben wir uns in Cusco auf den Märkten unser Essen gekauft
und vorbereitet. Wir haben uns Haferflocken mitgenommen, Obst und Gemüse und Schnitten geschmiert. Hier kommen wir jetzt zu der Kostenaufstellung unseres dreitägigen Trips ins Machu Picchu. Der Bus hat uns mit Hin- und Rückweg insgesamt 17,50 Euro pro Person gekostet. Die Verpflegung war bei 8,75 Euro und die Unterkunft inklusive Frühstück bei 11,06 Euro pro Person. Der Eintritt ins Machu Picchu hat uns pro Person 38 Euro gekostet, sodass wir am Ende unter dem Strich bei 75,31 Euro pro Person rauskommen. Yeah! Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei eurem spontanen Trip nach Machu Picchu mit unseren Tipps. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Tschüss!